Hello Friends! In diesem Video zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr in Geometry Nodes ein Node-Setup erstellen könnt, mit dem ihr ganz einfach variablen Text erstellen könnt, zufälligen Text erstellen könnt und auch eine Transition erstellen könnt, mit dem ihr von Random Text zu normalem Text gelangt. Los geht's! Kurz zur Idee. Zuerst erstellen wir einen variablen Input-Text. Dann erstellen wir ein Kontingent an Charakteren, woraus wir zufällig einen Charakter auswählen. Dieser Charakter wird dann für eine zufällige Zeit angezeigt, bevor er wieder wechselt. Davon reihen wir eine Kette aneinander und diese Kette kürzen wir wieder auf die Länge des Wortes. Dann folgt die Transition. Im Blender angekommen erstellen wir zuerst mal ein Objekt unserer Wahl, auf das wir dann das Node Setup anwenden. Für die Übersichtlichkeit benennen wir das natürlich. Dann erstellen wir zuerst mal einen Text, den wir dann sichtbar machen wollen. Dazu wählen wir genau String to Curves und wählen zuerst mal eine Font unserer Wahl aus. Dann wollen wir natürlich einen Input-Text. In meinem Fall gebe ich hier als Beispieltext einfach mal Lucid ein. Dann wollen wir den Text natürlich auch sehen. Darum setzen wir das Tool Fill Curve ein und setzen dann ein Material fest. Jetzt haben wir unseren Input-Text, aber den Text, den wollen wir natürlich verändern. Der muss ja irgendwo herkommen. Genau darum setzen wir jetzt unsere zufälligen Charaktere fest. Für die Übersichtlichkeit wähle ich hier Zahlen, aber der Text ist später einfach austauschbar. Durch das Slice String Node sind wir dazu in der Lage, unsere Random Characters auf einen Charakter zu trimmen und dann die Position aus diesen Charakteren auszuwählen. Und das ist die Basis dafür, wie wir jetzt gleich einen zufälligen Charakter auswählen können. Um jetzt eine zufällige Position zu bekommen, wählen wir Utilities und Random Value. Wir wollen ja eine zufällige Position des Charakters haben. Jetzt sehen wir, es passiert nichts. Das liegt daran, dass wir noch eine ID brauchen. Die ID bekommen wir beispielsweise durch die Scene Time. Da ist sie. Und können hier die Frames festlegen. Die Frames gibt uns die ID und jetzt wählen wir hier Minimum und Maximum aus. Das ist der Anfang und das Ende der Charaktere. Wir haben jetzt 10 Charaktere hier und jetzt wählen wir eine zufällige Zahl zwischen 0 und 10 für jeden einzigen Frame aus. Um das ein bisschen zu verlangsamen, multiplizieren wir das mit 0,1, das heißt jeder 10. Frame wird jetzt eine zufällige Zahl gewählt. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Und damit wir das Maximum bei unserer Random Value jetzt nicht ständig ändern müssen, gibt es da eine intelligente Lösung, die String Length. Die gibt uns immer die exakte Länge von unserem Input an. Und das ist genau das, was wir jetzt im Maximum haben wollen. Die Zeit, in der die Ziffern jetzt wechseln, ist noch sehr gleichmäßig. Um hier jetzt noch mehr Variation reinzubringen, setzen wir noch eine Random Value in die Zeit. Dafür kopieren wir uns das Multiply Node und das Random Value Node. Hier muss man jetzt ein bisschen gucken, was einem da gefällt. Ich habe die Werte 0,01 und 0,01 und 0,5 für mich rausgefunden. Die haben ganz gut funktioniert. Und jetzt müssen wir das Ergebnis noch mit den Frames multiplizieren, damit es auch funktioniert, sonst ist das Ergebnis zu klein. Und wenn wir hier jetzt keinen Vorlauf geben an Frames, dann entsteht das Problem, dass alle Ziffern am Anfang gleich sind. Deshalb füge ich hier 100 Frames am Anfang zusätzlich hinzu. Wenn wir jetzt die Seed verändern, also die Verteilung, dann sehen wir, es entstehen zufällige Zahlen. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir arbeiten wollen, um mehrere zufällige Charaktere aneinander zu reihen. Dafür gruppieren wir das Ganze mal
und wählen jetzt den Seed Eingang. Wir verbinden einfach den Group Input mit der Seed. Und jetzt können wir, wenn wir die Seed verändern, die Zahl verändern. Und damit wollen wir jetzt arbeiten. Deshalb duplizieren wir uns die Node-Gruppe und vereinen die. Dazu wählen wir das Join Strings Node und verbinden jetzt unsere Node-Gruppen miteinander. Und wenn wir jetzt die Seed erhöhen, erhalten wir pro Ziffer verschiedene Zahlen. Wenn wir das gemacht haben, duplizieren wir die Node ein paar Mal. Ich mache das hier 10 Mal und mache daraus auch nochmal eine eigene Gruppe. Und diese Gruppe kopiere ich nochmal 2 Mal. Damit habe ich 30 verschiedene Random Characters. Wobei sich jetzt alle 10 Ziffern die Ziffern wiederholen. Was bei der Menge natürlich sehr unauffällig ist. So, und nun kommen wir unserem Ziel näher und näher. Als nächstes kopieren wir uns das Join Strings Node und verbinden jetzt unseren Input-Text mit den Random Characters. Als nächstes wollen wir den Text wieder kürzen mit dem Slice String Tool, damit er Stück für Stück erscheinen kann. Durch die Länge des Slice String Nodes wird später der Übergang definiert. Dafür erstellen wir einen Input, einen Integer. Durch den können wir dann später das Node ganz einfach verändern. Vor dem String to Curves Node erstellen wir jetzt nochmal einen Slice String Node. Damit können wir dann den schlussendlichen Strang an Ziffern und Wörtern, Buchstaben auf eine Länge trimmen und können so das Wort Buchstabe oder Ziffer für Ziffer erscheinen lassen. Damit wir unseren Input-Text später variabel verändern können und sich die Random Characters automatisiert daran anpassen, erstellen wir nochmal ein Slice String Tool zwischen den Join String Nodes. Dadurch können wir die Länge der Random Characters auf die Länge des Input-Textes trimmen. Und durch die Position verschieben wir die Charaktere so, dass das Wort die Random Characters ablöst. Wir wissen jetzt, wir brauchen schon mal die Länge des Input-Textes. Genau durch ein String Length Node. Aber wir müssen jetzt auch noch die Position verändern. Das machen wir am besten mit dem Integer. Dadurch haben wir ja bereits die Möglichkeit der Änderung der Wortlänge. Und das haben wir jetzt kombiniert, dass wir durch ein Integer die Position verschieben durch die Random Characters und auch die Sichtbarkeit von unserem Input-Text sehen können. Jetzt wollen wir noch die Länge der Random Characters auf die Länge unseres Input-Textes anpassen. Durch das letzte Slice String Tool können wir den kompletten Text kürzen, nicht nur die Random Characters. Darum erstellen wir jetzt nochmal ein kleines Setup, um die Länge auf die Länge des Input-Textes zu bekommen. Dafür wählen wir Subtract bei den Utilities aus und jetzt ziehen wir den Integer von unserer Input-Wortlänge ab. Dadurch bekommen wir immer eine Länge, da der Integer größer wird, der sich von der Wortlänge abzieht, bekommen wir dann immer genau die exakte Menge an Random Characters, die wir noch übrig haben, um die Länge des Input-Textes zu vervollständigen. Macht das Sinn, was ich gerade erzähle? Schon, oder? Ihr könnt hier nochmal sehen, was passiert. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der Zusammenführung. Um die Einstellungen dieses Node-Setups einfach im Modifier-Tab zu verändern, verbinden wir jetzt noch alle wichtigen Inputs mit dem Gruppen-Input. Dafür ziehen wir vom Group Input einfach die Verbindung zu unserem Input für den Input-Text oder jetzt die Random Characters. Und als kleiner Trick am Rande für die Ordnung setze ich hier mehrere Inputs für den Input-Text der Random Characters fest und kombiniere
diese Inputs dann mit dem Join String Node. So habe ich einen großen Input-Text, der dann wie gehabt aufgesplittet wird durch unser Node-Setup. Dadurch haben wir jetzt nur mehr Ordnung und mehr Möglichkeiten, strukturiert Random Characters einzugeben. Nun verbinde ich noch die Position unserer Transition und wir benennen alle Inputs in dem Node-Setup, damit wir das im Modifier-Tab einfach sehen können. Zuletzt verbinden wir dann noch die Gesamtlänge unseres Strings mit dem Group Input, so haben wir einfach Einfluss darauf und können so den Text erscheinen lassen. Durch das einfache Setzen von Keyframes können wir jetzt die Transition Position animieren. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben, abonnieren klicken und falls ihr noch Fragen oder Ideen zur Verbesserung habt, gerne in die Kommentare damit. Ihr dürft mich auch gerne auf YouTube oder Instagram markieren, würde mich echt interessieren, was ihr daraus macht. Hier habe ich euch nochmal ein paar Beispiele erstellt, wie es mit verschiedenen Random Characters aussehen könnte. Falls euer Input-Text jetzt länger ist und mehr als 30 Zeichen besitzt, könnt ihr diese Node-Gruppe einfach kopieren und so oft wieder einfügen, wie ihr das braucht. Und hier noch ein letztes Anwendungsbeispiel einer Animation. Diese Animation besteht aus 16 Zeichen. Dafür habe ich bei Keyframe 1 und Keyframe 10 die Länge animiert. Über 10 weitere Frames werden jetzt nur Random Characters angezeigt. Und jetzt, um ein smoothes Ende zu bilden, habe ich nach 14 Characters nochmal ein Keyframe gesetzt. Und für die letzten 2 Buchstaben habe ich mir nochmal Zeit gelassen, damit es aussieht, als würde die Animation schön ausfaden. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Hat Spaß gemacht. Sehen uns.